In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Gesicht für eine einfache Waldorfpuppe modellieren könnt. Also eine kleine Stupsnase und ein Kinn. Dafür braucht ihr eine Schere, Handnähnadeln, Stecknadeln, Nylongarn oder anderes reißfestes Nähgarn, dann hier so ein Stück Schlauchverband und ein bisschen Wolle. Und als erstes legen wir uns jetzt mal die Position für Augen, Nase und Mund fest. Das stecke ich mir hier mit Stecknadeln. Und bei den Augen, ja, das ist so ein bisschen Geschmackssache, wie weit man die auseinander macht. Ich finde das immer ganz schön, wenn das so ein gleichschenkliges Dreieck bildet mit dem Mund. Wenn man die Augen zu weit auseinander oder zu nah zusammen macht, dann wirkt die Puppe manchmal so ein bisschen dümmlich oder es sieht so ein bisschen aus, als ob die schielt. Deswegen ist so ein gleichmäßiges Dreieck ganz schön. Und in die Mitte kommt dann einfach eine Stecknadel für die Nase. Genau, schaut einfach, wie euch das gefällt, wie euch die Puppe anguckt. Und wenn ihr zufrieden seid, dann fangen wir an, die Nase zu sticken. Für die Nase macht ihr jetzt hier einen Stich unter der Stecknadel durch und dann so 2-3 mm daneben einfach wieder zurück, wieder direkt unter der Stecknadel durch, sodass ihr auch 2-3 mm neben dem ersten Einstich wieder rauskommt. Und jetzt könnt ihr das hier verknoten. Und wenn ihr das festzieht, dann seht ihr schon, dass da sich der Stoff so ein bisschen rauswölbt. Genau, wenn ihr Nylon verwendet, dann müsst ihr das bestimmt 5-6 Mal verknoten, weil das so rutschig ist. Das ist zwar super reißfest, aber rutscht auf. Deswegen, genau, muss man das so oft verknoten. Und jetzt sticken wir uns hier im Uhrzeigersinn einfach um die Nase rum, beziehungsweise immer unter der Stecknadel durch. Immer etwa mit Stichen, die ca. 2 mm Abstand haben oder beziehungsweise 2 mm breit sind, arbeitet ihr euch jetzt rundherum sozusagen um die Nase vor. So, und wenn ihr jetzt einmal rum seid und einen kleinen gleichmäßigen Knubbel habt, mit dem ihr zufrieden seid, dann könnt ihr einmal zurückstechen zum Anfangsfaden und die beiden Fadenenden dann gut miteinander verknoten. Wieder mindestens 5-6 Knoten machen bei Nylongarn. Und dann könnt ihr euch die Fadenenden mit der Nadel einfach in den Kopf reinziehen. Also einfach einmal einstechen mit der Nadel, die Fadenenden durch das Nadelöhr ziehen und in den Kopf reinziehen und dann abschneiden. Super, ja, jetzt machen wir uns noch das Kinn und dazu braucht ihr euer Schlauchverband. Das kann so ein kleines Stück sein, vielleicht so 4x4 cm. Und jetzt nehme ich mir einfach so ein bisschen Wolle und rolle mir daraus so eine kleine feste Kugel. Die sollte ungefähr so, ja, Kirschkern groß sein. Und die fasse ich jetzt ein mit dem Schlauchverband und dann binde ich mir die unten einmal ganz fest zu mit meinem Nylongarn. Ich wickel das immer so ein paar Mal rum, damit das wirklich gut hält und nicht wieder aufgeht. Verknote das dann und lasse die Fadenenden ein bisschen länger. Dann kann ich die nämlich gleich verwenden, um das festzunähen. So, das, was da jetzt so überhängt, das schneide ich mir ab, ziemlich knapp. Und jetzt setze ich mir das in Kinnposition und fixiere mir das mit einer Stecknadel. Schau, dass es schön mittig sitzt natürlich, nicht zu hoch und nicht zu tief. Und jetzt nehme ich einen von meinen Fadenenden auf die Nadel und nehme mir das hier rundherum fest. Und zwar nehmen wir das im Matratzenstich. Das heißt, ihr nehmt hier so ein bisschen vom Kopf sozusagen und dann ein bisschen von der Seite unseres kleinen Säckchens hier und dann wieder ein bisschen vom Kopf und wieder ein bisschen vom Säckchen. Also immer hin und her sozusagen. Und so arbeiten wir uns jetzt einmal rundherum vor. So, jetzt bin ich wieder am Anfang angekommen und jetzt verknote ich mir das einfach wieder ganz sorgfältig mit dem Anfangsfaden und ziehe mir dann die Fadenenden auch wieder in den Kopf rein mit meiner Nadel. Und jetzt ist mein Gesicht fertig. Als nächstes kann ich jetzt meinen Kopf beziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal. Ich poste jede Woche ein neues Video rund ums Puppenmachen.